Viele von euch kennen das, eine schwache Batterie und schon startet das Auto nicht, besonders im Winter extrem lästig. Und wir stellen uns heute folgende Frage: Macht Milwaukee die bestehenden Systeme komplett überflüssig? Denn damit kannst du dein Auto 500.000 Mal starten, brauchst kein Starterkabel, brauchst keinen Booster und erst recht, so ein großes Teil ja auch nicht. Ich bin passionierter Autofahrer und ich liebe Autos. Aber das hier ist etwas, was ich teilweise wirklich hasse. Denn du stehst da und denkst dir, hey, das ging doch alles, war alles in Ordnung. Wieso startet mein Auto heute nicht? Und warum ist mir so kalt? Ja, es ist Winter, das Auto will nicht mehr. Und dann stehst du da. Ja? Und diese schöne Autobatterie sagt dann einfach, nö, ich habe zu wenig Spannung, also geht hier gar nichts mehr. Und was machst du dann? Dann stehst du da, rufst irgendjemanden, hoffst, dass du selber ein Starthilfekabel hast, dass derjenige dir hilft. Und dann ist die Frage, erst beim Spenderauto, bei deinem Auto, erst rot, dann schwarz oder schwarz-rot durcheinander, das ist alles wild. Ja? Und ich denke, ihr wisst auch, wie es geht, aber man steht hier mal ganz kurz davor und man möchte eigentlich auch das andere Auto, es ist nicht schön. Und dafür gibt es ja eine Lösung, dafür gibt es ja zum Beispiel sowas hier, so ein Booster, wo du kein Spenderauto mehr brauchst, den kannst du dabei haben und dann steckst du das hier ran, in deine Autobatterie und so weiter und so fort. Und es gibt natürlich auch so eine Riesenlösung wie das hier. Ja? Wenn du das dabei hast, das wiegt hier wahrscheinlich so 15, 20 Kilo. Und damit kannst du ein Auto auch starten, aber das ist so eine Sache. Und da hat Milwaukee sich gedacht, ich denke das Thema nochmal komplett neu und hat das hier rausgebracht, den M18JS2000. Und wir werden auch damit nachher mal ein Auto starten, wo die Batterie leer ist. Nämlich genau mit der hier, weil die ist auch wirklich leer. Ja? Und dann wollen wir mal schauen, ob wir das hinbekommen. Aber erst einmal, lasst uns mal anschauen, was kann denn das hier eigentlich? Und da hat Milwaukee schon richtig aufgetischt. Denn Amerikaner machen das schon richtig. Denn wir haben hier eine Angabe, und zwar sagen wir, bis zu 2000 Ampere Spitzenstrom ermöglichen das Starten von Benzinmotoren bis 8,1 Liter. Okay, also ab 8,2 Liter sagt er dann, nee, das glaube ich auch nicht. Aber das ist schon heftig. Ja? Also wenn ihr einen 8,1 Liter Motor habt oder irgendwas Vergleichbares, schreibt es gerne mal in die Kommentare, würde mich interessieren, was es ist. Bei Diesel geht es bis 3 Liter. Dann ist es so, wenn du das Ganze hier startest, in 70 Sekunden ist es einsatzbereit. Also da zeige ich auch mal gleich, wie funktioniert das Ganze. Und besonders cool finde ich Folgendes, die Kondensatoren hier drin, weil da ist ja schon ein bisschen auch Elektronik drin, die muss auch was abkönnen, kann 500.000 Startzyklen. Und jetzt ist das Witzige, was heißt denn 500.000 Startzyklen? Wenn wir jetzt mal uns Folgendes überlegen, wenn wir jetzt jeden Tag einmal das Auto damit starten, ja, dann können wir das Ganze 1300 Jahre lang am Stück machen, bei 365 Tagen. Also ich glaube, da wird sich die neue Batterie schon eher rentieren, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ja. Mit einem 5 Ampere-Stunden Akku, den wir jetzt hier gerade drin haben, hier unten, kannst du dein Auto 50 Mal starten. Das finde ich schon cool. Das heißt also, wenn du sowieso immer irgendwo auf dem Transporter einen Milwaukee-Akku dabei hast, dann kannst du auch natürlich hier einen 3 Ampere-Stunden nehmen oder, ist gar kein Problem. Aber dann einfach Akku rein, los, Auto wird gestartet und dann geht es auch schon los. Finde ich cool. Das Ganze auch bis minus 18 Grad bzw. 50 Grad, also im Winter und im Sommer immer dabei. Ja? Finde ich cool und wir haben auch einige Sicherheitsfunktionen dabei. Die schauen wir uns jetzt aber mal an. Denn das Gerät selber hat eine Funktion, wo ich sage, das ist nicht doof, denn ja, wir wissen alle, wo Plus und Minus ist. Aber wenn wir jetzt mal Folgendes machen, erstmal, wir machen das Gerät mal aus. Moment, einmal richtig aus. So, dann funktioniert das Ganze folgendermaßen. Ich habe das hier und dann sage ich erstmal, okay, machen wir mal an. So, Gerät geht an und dann sehen wir hier, er ist jetzt in dem Fall schon geladen, nämlich mit 94%. Und 94% heißt, naja, ich habe den Akku genommen und der lädt die Kondensatoren vor, damit ich dann losstarten kann. Ja, weil hier intern ist kein Akku drin, sondern er sagt einfach, die Kondensatoren sind geladen. Das heißt, ich habe hier den Schalter, wo er sagt, so, okay, ja, jetzt einmal hoch, auf und 100% hat er gleich erreicht. Genau, und jetzt könnte ich starten. Und jetzt machen wir mal Folgendes, finde ich übrigens schön gelöst hier. Diese Klemmen kannst du sehr, sehr cool hier auftütern, ja, und dann auch echt gut hier ran tun. Das heißt, es ist nicht irgendwo in der Gegend rum. Kennt ihr das mit dem Starthilfekabel, was immer irgendwie sich komisch hinlegt, ja, und irgendwie dann doch nie richtig gut funktioniert? Also bei mir ist das zumindest so. So, jetzt machen wir Folgendes. Wir nehmen jetzt die Klemme 1 ab, Klemme 2 ab und tun jetzt mal so, als wir starten wollen. Jetzt habe ich hier ja Rot. Und was sagt Rot? Rot wäre ja Plus.
Aber jetzt sagen wir einfach, ne, machen wir nicht, sondern ich werde das Ganze jetzt mal an Minus anklemmen und jetzt mache ich den hier an Plus. Und dann sagt er, stopp, hier, verklemmt, das machen wir nicht. Finde ich gut, weil es kann ja theoretisch mal passieren, dass du so im Jum sagst, so ja, ja passt schon, steht hier an, irgendwas stimmt hier nicht. Okay, also andersrum ran, ja, ihr seht das hier, mach's mal so und schon, ja, tut er das nicht mehr. Und jetzt kann ich hier drauf drücken und könnte jetzt, es piept und piept und piept, und jetzt könnte ich theoretisch das Auto starten, oder? Genau. Jetzt könnte ich das Auto starten und jetzt zählt er runter, ich habe 30 Sekunden Zeit, um das zu machen. Und dann sagt er, vollen Boost, jetzt geht's los. Aber jetzt fehlt ja unser Auto. Ja, also wir haben hier Batterie, aber kein Auto dran. Das heißt, starten ist jetzt gerade nicht drin. Deswegen, wir gehen gleich mal raus, gucken uns das auch an. Aber ihr seht, das ist auch echt gut gemacht, also echt schnell gemacht auch. Das heißt, ihr müsst nur Folgendes machen. Ihr nehmt das ganze Gerät, so einmal hier nochmal ordentlich, so. Es ist auch wirklich schön schnell verpackt. Ich mache es wirklich in Echtzeit für euch, damit ihr seht, wie gut das funktioniert. So, Moment, so und so und so und wieder ran. So, jetzt haben wir aber noch Zusatzfunktionen, bevor wir rausgehen und auch mal ein Auto damit starten. Zusatzfunktion Nummer 1, das hier mag ich. Ich habe hier wirklich einen schönen Griff, kann das hier so bei mir haben, ja, finde ich erstmal schön. Dann, den Akku müssen wir nicht dran haben. Das heißt, den Akku können wir dann ranstecken, wenn wir es brauchen. Du musst es natürlich nicht mit Akku lagern, finde ich eine super Sache. Dann startet er natürlich bei 0%. Ja. Zusätzlich haben wir folgende Funktion. Wir können hier, das sowohl ein- als auch ausschalten, wir können hier ein Handy laden. Ja, ich klicke hier mal drauf, ihr seht das auch, zack, bumm, und das Handy ist schon geladen, dann geht es auch schon los. Als nächstes, was wir noch haben, ist, wir haben hier ein Licht. Das zeige ich euch mal gleich mal in eure Richtung und zack, das ist schon ordentlich hell. Ja. Ich kann das Licht dann jetzt auch noch mal dimmen. Ja. Oder ich kann noch Folgendes machen. Ihr seht jetzt hier, wir haben jetzt ein Notlicht, ja, sodass wir sagen, okay, wir haben einen Unfall gehabt oder irgendwie müssen irgendwas absperren, dann stellen wir es irgendwo hin oder legen es in dem Fall hin, so, und dann können wir jemanden warnen. Ja. Oder wenn ihr auch allgemein sagt, Mensch, ich bin hier am Auto, muss irgendwas mir anschauen oder du lädst das Auto auch nur aus, ja, hast keine Lampe dabei, keine Leuchte, kein gar nichts, dann hier einfach hin ans Auto und dann hast du so ein bisschen Notlicht, finde ich auch genial. Ja. Ihr seht also, da ist eine Menge Funktionen drin, die das Ganze sehr nützlich machen. Und jetzt machen wir Folgendes, wir gehen jetzt mal nach draußen und probieren es einfach mal aus. Ihr habt gerade gesehen, selbst unser schrottiger, uralter Peugeot ist wieder angesprungen. Das heißt also, es hat funktioniert und es war auch wirklich so einfach, wie wir es eben uns schon angeschaut haben, beziehungsweise wie es auch beschrieben ist. Jetzt ist es so, wenn ihr euch dafür interessiert, schaut mal unten in die Videobeschreibung, da findet ihr wie immer den ehrlichen Preisvergleich und den aktuellen Preis für das Ganze. Die Frage ist, für wen ist das eigentlich was? Und ich bin der Meinung, wenn du im Milwaukee-System bist, dann ist das eigentlich schon was quasi für jeden. Auf jeden Fall, wenn du einen Transporter hast, wo sowieso immer ein paar Akkus drin oder drauf liegen, dann würde ich mir das Ding sofort holen. Denn ich hatte genau das Problem. Vor 6 Wochen ist mein Transporter nicht angesprungen und dann stand ich erstmal da. Habe gesucht und geguckt, wie kriege ich diese Karre wieder an. Und das Problem möchtest du doch nicht haben, ich auf jeden Fall nicht mehr. Deswegen werde ich mir den auf jeden Fall auf den Transporter laden.
Und für euch kann ich jetzt nur sagen, ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.